So. Ich dachte gerade kurz, es hat draußen gewittert. Das wäre schlecht. Wir haben über das Grau erfahren. Das heißt, wir können uns jetzt mit der Graufahrerin unterhalten. Das Grau ist anscheinend das alles vernichtende X. Ja, genau. Das alles vernichtende Nichts, das aus dem Nichts kommt. Und anscheinend Stück für Stück uns die Realitäten nimmt. Aber das ist zum Glück überhaupt nicht beunruhigend, dass das Ende allen Seins auf uns lauert. Wir reden stattdessen mit der Graufahrerin, die anscheinend öfter durch die Grau fährt, weil sie das irgendwie machen muss. Hallo! The woman is still hunched over the railing, her head swaying to the music, her eyes looking at nothing in particular. War sie nicht letztes Mal wach? What is it? What do you want? Ich glaube, ich weiß, was mit ihnen los ist. And what is that? Ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber sie sind eine Graufahrerin. Sie transportieren Güter durch das Grau. Oh meu Deus. The lawman solved the case. Der Gesetzesmann hat das Rätsel gelöst. Ja, ich bin so toll. And here I was, thinking you were an idiot. So, are you? An idiot, I mean. Bin ich ein Idiot? Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Achso, wir können übrigens noch schnell auf die Schnelle was leveln. Wir können Schauder tatsächlich nicht mehr höher bringen. Fast wirklich, was level ich noch? Ich könnte Wahrnehmung noch erhöhen, aber ich glaube, mein bester Freund ist immer auf die Konzeptbildung. Ich sollte die mal, glaube ich, weiter leveln. Republica, a filterless cigarette from Misk. Ah, danke, Wahrnehmung riechen. Du schwimmerst an ihrer Luft. Nicht besonders gut für die Wahrnehmung. Eine extrem alkoholische und geprägte Nacht hatte ich einen Filmlos und keinerlei Erinnerung mehr an dieser Welt. Ich hatte aus einem schieren Kummer einen Filmlos und keinerlei Erinnerung mehr an die Welt. Ich bin kein Idiot. Ich bin ein Polizist der BMR. Bezeichne mich nicht als Idiot. Nein. Republika? Neither is spelled transportation. Life is transitory. Ja, Grautransporte ist nicht gut für die Gesundheit. In der Tat nicht. Nach einer von extrem Alkoholkonsum geprägten Nacht hatte ich einen Filmlos und keinerlei Erinnerung mehr an die Welt. Like Gabriel Buenguerro in Pergunte a Poeira. You're the opposite of me, then. I remember everything. Even things I never knew. Ach stimmt, sie erzählt ja immer von den Geschichten, von denen sie träumt. Ich meine, das ist halt irgendwie auch interessant, oder? Verliert man da nicht irgendwie sich ein bisschen selbst, wenn man so... Man verdünnt sich ja quasi seine eigene Persönlichkeit dadurch, ne? Dinge, die sie nie erlebt The haben. smell of liquor on Gabriel's lips after the shoot. In the motor park. The roses on the day of Franco Negro's coronation. On the grand stairs of Ryle. The smoke from the Fowling Piece when Dolores Day was shot. Die Rauchwolken der Vogelfilm des Dolores Day erschossen wurde. Und all diese Erinnerungen sind im Grau? The look on her face, like an orgasm. The wound in her chest. My hand in my father's hand. Except I never had a father. And I never shot her innocent Dolores Day. Tja. Die Erinnerung einer anderen Person zu haben, ist auch irgendwie spannend, aber auch nur, wenn man das irgendwie steuern kann. Wenn die halt einfach dich überfallen, die Erinnerung, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass es sehr lästig ist, wenn du auf einmal irgendwie die Erinnerung einer anderen Person hast. Sie ja auch Wheel of Time, was das angeht. Strahlenüberlastung? Heroic doses, Harifia. Heroic. Oh, ist das nicht gefährlich? Ja, wahrscheinlich. Thought insertion? Dithering? The Grad Catalan Magistral? It's more than dangerous. It's sad. But at first I had to make a living. Now... Aha. Sie musste irgendwie durchs Leben kommen und hat sich deswegen immer weiter ausgesetzt, bis sie... Das ist ja irgendwie... Das ist ja ein häufiges Motiv, ne? Das hat irgendwie... also gerade wenn du irgendwie so Fantasy-Dings gibt es ja immer wieder so Magie mit Nebeneffekten, die dann halt trotzdem gemacht werden will, weil irgendjemand muss es tun. Gibt es zum Beispiel bei Stormlight auch, da gibt es so Artefakte, mit denen du Materie von einer in die andere wandeln kannst. Das Problem ist bloß, dass wenn du das ein Leben lang machst, verliert irgendwann dein Körper Stück für Stück irgendwie den Bezug zur Realität und du wandelst dich selbst in dem, was du wandeln kannst. Und das ist dann auch nicht so gut. When you've seen it all go away like that, rolling off like the sea, and then come back to this... Sie drückt auf den Platz. Das kaputte Reiterdenkmal, das Klirren der Maschinen in der Fähre. Wie alles verschwindet, wie es zurückläuft wie das Meer, dann zurückkehrt. What are we doing here? For thousands of years, Gabriel. It doesn't have to be like this. We can just give up. We can just become a vapor. Wir könnten einfach aufgeben.
Achso, sie ist auf der Fraktion, die sich einfach dem Ende hingibt, aber trotzdem ist sie noch da. Wie sieht das aus, das Grau? Like looking into the ocean at night, in the dark. Einfach wie nichts. You cannot see it, but you know it's there. And it's big, bigger than anything. Bigger than all the other things combined. Ja, das ganze Konzept des Graus ist schon ziemlich krass, ne? Und wie fühlt es sich an? Nothing. Until it starts. When you are deep enough. Then, for me, it's like autumn. Dark, grey and orange. The orange of street lights and the color of streets in the electric light. It smells like autumn too. It smells terrible. Es riecht wie der Herbst, es riecht fürchterlich, das dunkelgrau und orange des Herbstes. Herbsterinnerung. Ich habe noch gute Herbsterinnerung. Nostalgia. Cooped up in the cabin, shaking. Terrible nostalgia. For yourself. For humans. It's too much to bear. She loves it. Oh, Nostalgie ist auch so ein Ding. Ich persönlich neige enorm dazu, das in einer Nostalgie so zu träumen. Ich mache quasi genau das gleiche, was sie macht. Ich gucke halt quasi ins Nichts und stelle mir dann halt irgendwie diese alten Orte vor, das Erlebnis mit anderen Leuten und all das, was war. Und dann wäre dann noch meine Freundin, der Eisbär, die hat das überhaupt nicht. Die hängt der Vergangenheit gar nicht nach. Also vielleicht ist es auch die bessere Haltung, immer das morgen zu sehen und das, was kommt. Aber ich habe das irgendwie auch gerne. Das irgendwie diese Erinnerung nachzeigen von dem, was war und irgendwie nochmal kurz für eine Sekunde sich diesen Moment hinzugeben, der da einst gewesen ist. Es gibt ein Wort dafür, was ich leider nicht mehr wiederfinden kann, was anscheinend irgendwie sehr nischig ist, für das Gefühl, das du hast, wenn du einen Moment erlebst, von dem du weißt, dass du dich hin erinnerst. Und ich hatte das Gefühl, weil als ich in Budapest auf der Brücke mit ein paar Leuten saß, die ich in Brasilien kennengelernt habe, wir uns halt in Budapest getroffen haben. Und dann hatten wir noch irgendwelche komischen anderen Erasmus-Studenten dabei und Französen und Schweden. Und wir waren halt auf dieser Brücke. Und das haben da halt irgendwie Wein mit Cola getrunken. Und ich war halt wie 24 und wir waren halt da. Das ist irgendwie... Das ist so, ich saß da an diesem Brücken, in dem Moment hatte ich irgendwie so ein... Da will ich mich erinnern. Und das ist halt irgendwie so eine Erinnerung, die mir irgendwie geblieben ist. Na egal, Nostalgie schwenke ich viel zu oft gerne. Und wie passiert das? In the belly of an airship, behind the steel windows. So you don't look straight into it. It's not advised to look into it. Oh, man sollte nicht direkt ins Grau gucken. Es ist immer mehr wie das Warp. Also nicht mit dem Lastwagen? No, the same one, a roller. They all are nowadays. Special wheels for connecting to the floor of the hold. Sie zeigt auf die Maschine, die wie Spielzeug angehäuft sind. Also das hat spezielle Räder, die im Frachtraum andocken. The wheels all small and round. Multi-axle trailers. Sie sagten, wir könnten einfach verdampfen. Yes. Ja. No elaboration. Keine weitere Erklärung. Also ich habe lieber das, was ich habe, als das, was Sie haben. Ich will lieber das haben, was Sie haben, als das, was ich habe. Ich habe das Gefühl, dass ich bereits das habe, was Sie haben. Mehr oder weniger. They say there is a point. One that I have not crossed. In the Pell, super deep. If you stray too far, of course, on the U41A. Or in Lomonosov's land. Where every step you take is one step further from home. No matter the direction. Aha. Es gibt einen Punkt, den sie noch nicht überschritten hat, wenn man zu weit wegkommt, dass jeder Schritt, den man macht, einen weiter rausbringt. Also es ist quasi wie so Strömung, dass wenn man zu weit ins Grau tritt, kann man nicht wieder zurück. Obwohl das natürlich wie zweifelhaft ist, weil es einen niemanden geben kann, der davon erzählt, oder? Egal in welcher Richtung. It's a point you cannot come back from. Your mind becomes so radiant with the past, there is a flip. Instead of writing, it erases memory, nearing some kind of indescribable finale. Für ein unbeschreibliches Finale? Die Erinnerungen werden ausgelöscht. Das läuft zu auf einen... Also es ist quasi, so, bis zu einem bestimmten Punkt kriegt man noch immer noch Erinnerungen aus dem Grau und irgendwann verliert man seine Erinnerungen. Maybe you've been down the motorway south. Vielleicht sind sie die südliche Motorstraße gefahren. Sie betrachtet ihre Zigarette. Sie ist fast aufgeraucht. Sie hat sie hungrig verschlungen. Die südliche Motorstraße? It's a story as lone horsemen tell. Lone horsemen, Tarife, not Pell drivers. Way beyond the established Pell that's lit by radio frequencies. Where it goes silent. Aha. Es wird von normalen Fernfahrern gesagt, dass ein Gebiet, das hinter dem vertrauten Grau liegt und wo Funkfrequenzen erhellt wird, wo Stille herrscht. And dark. And the process begins. Erasure, kilometer by kilometer.
in any direction. The motorway south is a road you cannot come back from. Es gibt eine physische Straße durch das Grau? No one knows what's at the end. I've only glimpsed the beginning. Sie hat nur den Anfang der südlichen Motorstraße gesehen. I've only felt it in the distance when I was a child. A child rowing on the lake. Aha. Also als sie ein Kind war, hat sie den Anfang der südlichen Motorstraße mal gespürt. Aber warum heißt sie denn so? Aber wie habe ich das Gefühl, dass viele Namen dieser Welt nicht unbedingt genau das beschreiben, was es ist. Sie schwelgt ihre Augen, schließt sich an die Hände. Vor allen Dingen war es wirklich ihre Kindheit oder die Kindheit von jemand anders? Ist alles in Ordnung? Hosianna. Ein Seufzen trifft ihre Lippen, dann herrscht Stille, während sie in sich hineinfällt. There is nothing more to do now. She's far away. Huh. She is receding in the clutches of some indescribable scattered emotion. A child descending. Ein Kind, das hinabsteigt. Judy! Dann haben wir jetzt aber alles... Was ist hier los? Unwetterwarnung, Leipzig Mitte. Da wohne ich. Wie viel Stunden Zeit habe ich noch dafür? Ich habe so einen Balkonstuhl. Nachts um 2. Okay, das ist okay. Oh, no, müssen wir hier nicht. Da muss ich jetzt nichts machen. So, habe ich hier noch irgendjemanden, mit dem ich reden kann? In der Bibliothek anrufen ist wahrscheinlich eher nicht drin. Weil der Friede hat noch offen? Nee, nicht. Das hätte mich ja sehr gewundert. Judy, dann bleibt uns, glaube ich, für diesen Tag nichts mehr zu tun. Wir könnten maximal noch die südliche Motorstraße abforschen. 8 Stunden, 10 Minuten! Am Ende der Karte beginnt die Landmasse sich aufzulösen in purer Trigonometrie. Der Ozean schmilzt, wird zu einem Gewirr aus Sinus und Cosinus. Das Gebirge wird zu einem spitzwinkligen Azimut. Die grünen Regenwolken zittern wie Musik, die zu einer Wellenform wird. Und dann verschwindet sie. Das ist das Ende. Ein Lehrbuch aus deiner Kindheit, an das du dich nur undeutlich erinnern kannst. Das Portal, das am Rand der Isrola zusammenbricht. Ein Übergang von der Wirklichkeit zum Grau. Ein einzelner Vektor schießt davor wie eine Rakete. Das ist die südliche Motorstraße, die sich vom bekannten Grau löst. Aber wohin? Wo führt sie hin? Also auch ohne, dass du sagst, dass es ein netter Bonus ist. Ich hatte sowas von vor, dieses Ding zu leveln. Ich meine, das ist ja sowieso morgen um 10 fertig. Ja, der Tag fängt um 8, also um 16 Uhr wäre es fertig. Oder habe ich gerade einen Skillpunkt gekriegt eigentlich? Ne, ich habe gerade keinen Skillpunkt. Ah, na gut, dann wird es nicht fertig. Es sei denn, ich kriege nachts noch welche. Wie weit bin ich von Level Up entfernt? Ah, noch ein Stück. Schade. Habe ich gerade leider meine Punkte in... Was habe ich gerade gelevelt? Visuelles Kalkül, ne? Ich muss ja noch den Millionär überzeugen. So, dann haben wir jetzt noch 2 Stunden Zeit, Dick Meilen-Romane zu lesen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Dass ich die Nacht auf jeden Fall nutze. Weil das wäre ja sonst absoluter Quatsch, nicht die Nacht zu nutzen für mich, ne? Ich könnte mal zu den Säufern gucken. Wo es wahrscheinlich keinen Unterschied macht, ob ich sie jetzt besuche oder später. Warum ist sie ja nicht noch auf? Es ist nach Mitternacht, junge Frau. Und sie auch noch. Waren die auch alle zu tief im Grau? Hi, the sea's gonna calm down. Ah, die See wird sich überholen. Achso, ich muss mal anfangen, das Zeug für Everard zu fälschen, ne? Da muss ich mal gucken, wie gut mein Skillcheck ist, ob ich den noch irgendwie aufbügeln kann. Oh, was ist denn das? Ich kann auch noch lauschen. Heute öffnet sich diese Tür nicht mehr. Es ist Zeit, die Kinder ins Bett zu bringen. Aber sie ist noch draußen. Also sie sind noch hier? Tequila Sunset. Er nickt anerkennt. Hast du noch mehr Geschichten? I do. But as you can see, my fuel tank is running quite low. If you catch my drift. Wir können uns natürlich einfach eine Geschichte anhören. Hey, ich habe einen potenten Pilsener, du gibst ihm. Ich habe etwas für einen besonderen Streikgebräu, das die Gewerkschaft konsumiert. Du gibst das ihm. Interesting. Ah, this is what they use to keep the working man going. Er schnappt sich den Thermobecher und schüttelt ihn. The tale I'm about to tell you is an urban legend particular to Martinez. That said, I first heard it from a former bicycle courier in Koran. Ah ja, es geht um eine Großstadtlegende von Martinez. Er hält sich die Flasche an den Lippen und nimmt einen langen, genüsslichen Schluck. Er beginnt damit, dass er sagt, dass er es zuerst von einem Fahrradkurier gehört There are hat. many variations on the basic story, and the details often conflict. What everyone agrees on is that nobody knows the exact nature or identity of the phenomenon. Und niemand weiß, wer genau die Legende ist. Are you telling the story of the headless? Der Kopflose? Shut the fuck up, Rosemary. Summer of 44. 17-year-old Gertrude Hett is walking home from a late shift at the harbor.
It's almost midnight. She stops for a cigarette near the canal. Also er fängt die Geschichte jetzt richtig langweilig an mit, dass die 17-jährige Gertrud Hett, die übrigens mit 17 raucht, sich eine Zigarette um Mitternacht am Kanal anzündet. The streets are warmed by a southerly breeze. The lights of a passing motor carriage bloom and fade in the distance. Das Ding ist, dadurch, dass wir jetzt von dem Grau wissen, wie genau funktioniert Schauder eigentlich? Weil Schauder fühlt sich gerade so an, als würde es wie ein Äquivalent zum Grau funktionieren, nur nicht halt aus der Vergangenheit, sondern aus der Gegenwart. Quasi das Jetzt, das Weiß oder was auch immer, wie man es nennen würde, das Hellgrau. Weil wir erfahren ja Dinge von der Welt, die wir nicht sehen können. Also wir fühlen um uns herum die Realität, ohne dass wir es wirklich tun. Also quasi das. In the harbor's dark, her cigarette is a beacon, dancing alone. The image comes to you effortlessly, as though you'd walked the same streets yourself 1,000 times. In der Finsternis des Hafens ist das Zigarette ein Leuchtfeuer. Das Bild kommt uns so entgegen, als hätten wir es selber 1000-mal erlebt. Our heroine finds herself enjoying the peace and quiet the canal provides. Also, es gibt die Ruhe im Kanal. Er sieht jetzt zum Himmel auf, als ob er auch nach Ruhe suchen würde. What she doesn't know is that her peace is about to be shattered. From behind her comes the clattering of hooves. Startled, she turns around, and what does she see? Von hinten hört sie klappernde Hufen. Was sieht sie? Ein Pferd? Well, yes, but it's the man on the horse that's of interest here. A man... Ein Mann? The pause is long and dramatic. Ein Mann auf ein Pferd. Ein Mann, der... With no head on his shoulders. Wearing a found tracksuit. Searching for the legendary found cap that went missing when he lost his head. Er sucht eine legendäre Fallenkappe, die er verloren hat, als sein Kopf kürzer gemacht wurde. Habe ich die nicht sogar bei? Das hört sich wenig plausibel an. Das ist echt gruselig. Uff. Moment, ich dachte, der kopflose Fallenretter wäre auf einen Bullen geritten. Du zeigst ihm die Figur. Stimmt, die ich bei habe. Well, there are many versions of this story. The most peculiar of which has the headless found rider riding on the back of another headless man. Was? Es gibt viele Versionen der Geschichte. Auf der seltsamsten reitet der kopflose Fallenreiter auf den Rücken eines kopflosen Mannes. Das ist ja echt gruselig. Yes. According to legend, young Gertrude Hett had to endure years of psychotherapy before she was able to look at a horse or tracksuit again. And she's one of the lucky ones. Er trinkt einen Schluck aus seiner Flasche. Also sie meint, sie braucht die Jahre der Psychotherapie, um sich davon zu beruhigen. Gertrude Hett may have been the first to witness the headless found rider, but she wasn't the last. Oh no. Aha. Sie war also die erste, die den kopflosen Reiter gesehen hat, aber nicht die letzte. Tell him about the two feminists by the locks. 2 Feministen der Schleuse? Wie absolut spezifisch. Fuck, Rosemary, they were dating. No one said they were feminists. Everyone always misremembering this stuff. Sie waren nur ein Paar, sie waren keine Feministen. Right. Early autumn of 46. Ulla DuPont and Eva Delgado are fishing near the waterlock long after the sun has set. Sie haben in der Nähe der Schleusen geangelt, lange nach Sonnenuntergang. Romantisch. The wind picks up. A sky already dark now blackens. Water starts falling from above. The first cold rain of the season. Kalter Regen in der Jahreszeit. Der Wind nimmt zu, der bereits dunkle Himmel wird tiefschwarz. 2 women stand on a small outcropping of rocks. One of them is wearing a purple raincoat. Thin lines reach out from the rods into the sea. Small droplets start appearing on the surface with increasing frequency. 2 Frauen an einem Felsvorsprung, einen violetten Regenmantel, die angeln. The women are caught in the downpour. They act quickly. Eva gathers the rods whilst Ulla turns around to reach for the tackle box. Sie kümmern sich um ihr Don't Zeug turn und around. Don't turn around. drehe ich nicht um. When she sees something, her shriek is so violent that the residents of the nearby apartment building believe lightning has struck. Also das Innenleben ist voll dabei bei der Geschichte, oder? But there is no lightning. Only a heavy downpour and the silhouette of the headless found rider looming on the horizon. Erzählt er diese Geschichte noch am Tag oder erzählt er die nur in der Nacht? Also auf jeden Fall, sie dreht sich um und sie schreit so laut, dass man denkt, es wäre ein Blitz eingeschlagen. Aber es ist kein Blitz, das ist nur die Silhouette des kopflosen Fallenreiters. Ulla makes a run for the shore, but Eva slips on a wet rock and disappears into the cold, cold canal with nary a sound.
Her body is never recovered. Oh. Ulla ist weggerannt, aber Effa ist ausgerutscht und was ist aus Ulla geworden? Word on the street is that she, you know. Naja. Man sagt sich, dass sie seine rechte Hand verwandelt sich in eine Fingerpistole, die sich unter das Kinn hält. Gave herself facial deconstruction surgery. Real grisly stuff. Letale Gesichtsoperation. Schön. Anyway, that's the story of the headless Fallen Rider. Und wer Pretty war crazy, huh? Ziemlich irre. Ja, und wie ziemlich kurz. Und wer war der kopflose Reiter vorher? Well, Tequila, that's part of the legend. No one knows for sure. There are a couple of possibilities, though. Es gibt einige Möglichkeiten und die wären... Some say he was an undercover cop who blew his cover and got beheaded by the vicious gang he had infiltrated. Now he rides, searching for his lost found cap, plotting revenge. Natürlich, also Rachepläne aus. Was auch sonst. O headless brother, where art thou? Korpsgeist Bruder. Achso, weil das ein Ermittler war. Wo kopfloser Bruder, wo bist du noch? Others claim he was a professional jockey who veered off course during a steeplechase, ended up in somebody's backyard, and got decapitated by an exceptionally taut clothesline. War das nicht eine tatsächliche Militärtaktik? Dass man, aber ich glaube, mit Wäscheleinen wird es eher nicht klappen, aber dass man irgendwie so Kupferseile aufgespannt, also Kupferdraht aufgespannt hat, um irgendwelche Motorradfahrer zu enthaupten? Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren kann, aber wenn das dich halt genau am Hals erwischt und entsprechend schnell bist, so Draht hält schon viel aus. Personally, I think he was just some guy who hanged himself from a really tall tree, and the fall was so violent that his head came clean off. Achso, jemand, der sich so brutal erhängt hat, dass sein Kopf abgefallen ist. Wie gut eigentlich, dass wir nicht das selber versucht haben, den Dingens vom Baum zu ziehen, den hier, wie heißt er, unser Opfer. Weil da wäre bestimmt nichts genau das gleiche passiert, wenn wir das gegen den Baum gefahren hätten. Coincidentally, at that exact moment, a horse happened to pass under him, and his beheaded corpse mounted it, where it remains to this day. But Ja, then, natürlich. no one really knows. Er hat sich, also der gute Mann hat sich erhangen und genau in dem Moment ist unter ihm ein Pferd lang gelaufen. Oh, und deswegen da reitet er seitdem. Aber eigentlich weiß man es überhaupt nicht. Wir haben also leider absolut gar keine Informationen darüber. Naja, gut. For some reason, this does strike you as the most plausible theory of them all. Ich tippe auf verdeckter Ermittler. Ich wette, dass er Jockey war. Er schien total in seinen Sport zu sein. Ich müsste schon, deine Theorie klingt plausibel. Ja, hier, Ermittler. That would explain the tracksuit and his need for revenge. Not sure how the horse fits in, though. I don't know. Ja. I don't buy it. Er glaubt nicht, dass das Pferd da in die Geschichte reinpasst. Ja, das ist also wirklich, das müssen wir jetzt hier auch nicht weiter ausdiskutieren. Anyway, to each his own. You want to hear any other stories? Bei diesem Fall habe ich schon die seltsamsten Sachen erlebt. Da passt ein kopfloser Jockey in einen Trainingszug perfekt dazu. Okay, was ist aus ihm geworden? Ich habe noch eine viel verrücktere Geschichte. Yeah? Why don't you go eat shit, Tequila? There's no way you know a better one than that. Oh, du kennst keine bessere Geschichte als ich? Oha, jetzt geht's los.